Immer wieder werden wir mit dem Begriff ausgewogene Ernährung konfrontiert. Was steckt eigentlich dahinter? Hier stelle ich dir 10 wichtige Regeln für eine ausgewogene Ernährung vor, an denen du dich orientieren kannst. Eine ausgewogene Ernährung ist abwechslungsreich. Das heißt, jeden Tag so viele verschiedene Lebensmittel und möglichst verschiedene Sorten konsumieren, weil in keinem Lebensmittel alle nötigen Nährstoffe stecken. Am besten orientierst du dich an Saisonkalender, denn das regionale Angebot ist bunt und nachhaltig. Deshalb für dich gilt, variiere deine Lebensmittel. 5-mal Obst und Gemüse am Tag. Obst und Gemüse sollten den größten Teil deiner Ernährung ausmachen. Und zwar 3 Portionen Gemüse, ca. 400 Gramm und 2 Portionen Obst, ca. 250 Gramm. Warum Obst und Gemüse? Weil sie uns mit genügend Nährstoffen, Mineralstoffen, Ballaststoffen, Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen versorgen. Deshalb für dich gilt, in jede Mahlzeit Obst und Gemüse einbauen. Zucker minimieren. Zucker ist Kalorienbombe, fördert Karies und erhöht Diabetesrisiko. Besonders gefährlich ist der versteckte Zucker in verarbeiteten Lebensmitteln und Getränken. Zuckerfallen sind zum Beispiel Fruchtjoghurt, Ketchup, Müsli und fertige Gerichte wie Pizza. Deshalb für dich gilt, prüfe immer die Nährstofftabelle. Salz minimieren. Salz erhöht Blutdruck und ist Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Deshalb nicht mehr als 6 Gramm pro Tag. Auch hier ist die Gefahr, dass versteckte Salz in verarbeiteten Lebensmitteln wie zum Beispiel Fast Food. Deshalb für dich gilt, beim Kochen mehr Kräuter und Gewürze nehmen als Salz. Gesunde Fette. Als gesunde Fette zählen pflanzliche Öle, Nüsse und Saaten. Sie liefern lebensnotwendigen, ungesättigte Fettsäuren und Vitamin E. Besonders empfehlenswert sind Rapsöl, Olivenöl. Besonders schlecht sind Transfettsäuren, die zum Beispiel in Pommes oder Chips. Deshalb für dich gilt, achte auf gute Fette. Vollkornprodukte. Vollkorn ist immer die beste Wahl, egal ob bei Nudeln, Reis, Brot oder Mehl. Vollkorn versorgt uns mit viel Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und Nährstoffe. Vollkorn sinkt das Risiko vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes Typ 2. Deshalb für dich gilt, mehr Vollkorn einbauen. Es macht satt und beugt Fressattacken vor. Tierische Produkte. Milchprodukte versorgen uns mit Vitamin B2, Calcium und viel Eiweiß. Fisch 2- bis 3-mal die Woche. Fisch enthält die wichtigen Omega-3-Fettsäuren. Fleisch 2-mal die Woche reicht. Fleisch versorgt uns mit Zink und Eisen. Wichtig hier, wenig Wurst. Es enthält viel ungesundes Fett. Deshalb für dich gilt, weniger tierische Produkte verwenden wegen Gesundheit, Klima und Umwelt. Genügend Flüssigkeit. 2 bis 3 Liter am Tag, am besten Wasser oder ungesüßten Tee. Softdrinks und Milchmixgetränke meiden, weil sie zu viel Zucker enthalten und natürlich Alkohol in geringen Mengen. Deshalb für dich gilt, eine Wasserflasche sollte dein ständiger Begleiter sein. Speisen schonend zubereiten. Je mehr du Gemüse kochst, umso mehr Nährstoffe gehen verloren.
Deshalb für dich gilt, nur so lange wie nötig und öfter Rohkost einbauen. Punkt Nummer 10. Ausgewogener Lebensstil. Neben einer gesunden Ernährung gehört auch ausreichend Bewegung. Mit ausreichender täglicher Bewegung können wir unseren Körper fit, jung und gesund halten. Deshalb für dich gilt, mehr Bewegung in deinen Alltag einbauen. Nachdem du genau weißt, was du isst, solltest du prüfen, wie du isst. Langsam und bewusst essen, denn erst nach 10 bis 15 Minuten tritt ein Sättigungsgefühl ein. Am besten jeden Bissen 30 bis 40 Mal kauen, damit der Körper die Nahrung besser verdauen kann. Fernseher oder Handy haben während der Mahlzeit Funkstille, dann kannst du dein Essen mehr genießen. Der Weg zur Gesundheit führt durch die Küche und nicht durch die Apotheke. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und weiterempfehlen. Für mein Video gilt Daumen hoch, für euch Kochlöffel hoch, euer Murat.